Hallo, heute möchte ich mich mal an einem Friday Reads versuchen. Normalerweise habe ich nur so 2 Bücher, die ich gerade lese, aber jetzt befinde ich mich gerade so etwas wie in einem Bücherchaos. Ich bin bei ziemlich vielen Büchern gerade im Prozess, sie zu lesen. Mm, Und ich dachte, ich lasse euch daran mal teilhaben. Das erste Buch, was ich gerade lese, ist Neue Rundschau. Dieses Buch nehme ich immer mit in die Bahn und ich lese es auch relativ konstant. Hier mit diesem Buch habe ich keine Probleme. Ich finde es recht cool. Ich habe es geschenkt bekommen von Schwarz-Rund und ich wusste vorher gar nicht, dass es diese neue Rundschau gibt. Dieses Buch ist das zweite Heft dieses Jahr und hat das Überthema Geschichte schreiben. Es wurde herausgegeben von Manuela Bauche und Sharon Odua-Ochu. Äh, Die beiden haben krass viele interessante Leute zusammengebracht. Also hier vorne stehen die auch drauf. Ich kenne bei Weitem nicht alle, aber schon ein paar Namen, wo ich dachte, von denen wollte ich auf jeden Fall mehr lesen. Ähm, und das Buch ist, hat verschiedene Textformate. Also es gibt krass wissenschaftliche Texte zu Geschichte und dann gibt es wieder eine Vorstellung von Kunstprojekten, was Leute gemacht haben. Oder es gibt auch Kurzgeschichten. Schwarz-Rund hat zum Beispiel eine beigesteuert. Und auch Gedichte gibt es hier drin. Ähm, aber ich lese es in der Kategorie Sachbücher, weswegen ich es einfach in der Bahn lese. Und meine Bahnbücher brauchen einfach immer ein bisschen, bis ich damit durch bin. Das eigentlich Traurige daran ist, dass ich mit diesem Buch anfangen musste, weil mir das andere Buch, wo ich gerade im Prozess war, es zu lesen, geklaut wurde. Also mein Rucksack wurde mir geklaut und da war halt mein Buch drin. Und das Buch, was ich da eigentlich gelesen habe, war von Magda Albrecht, Fashionista. Und das Buch hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich hatte es auch noch ausgeliehen von einer Person. Das heißt, ich muss dieses Buch erstmal wieder kaufen, ähm, dass ich es lesen kann. Und genau, das habe ich noch nicht gemacht, weswegen ich jetzt erstmal mit der neuen Rundschau angefangen habe, die auf jeden Fall cool ist, aber es ist halt ein bisschen traurig für mich, dass mir das andere Buch geklaut wurde. Und dann lese ich als Roman zu Hause gerade den dritten Teil der Binti-Trilogie. Der Teil heißt Night Masquerade. Ich habe den ersten Teil ja vor kurzem gelesen und dazu auch ein extra Video gemacht. Den zweiten Teil habe ich auch gerade nochmal wieder gelesen. Und jetzt lese ich den dritten Teil. Und ich finde die Geschichten alle ziemlich spannend. Auch den dritten Teil würde ich am liebsten komplett in einem Stück durchlesen. Es sind auch nur so 130 Seiten. Das Problem ist, dass ich dieses Buch aus der Bücherhalle als E-Book ausgeliehen habe, weil es das in Papierform nicht gibt und mein E-Book-Reader sich nicht mehr mit meinem Rechner verträgt. Der E-Book-Reader ist auch ziemlich alt, deswegen habe ich nicht so viel Hoffnung, dass sich das nochmal ändern wird. Deswegen muss ich das Buch jetzt leider an meinem Rechner, an meinem Schreibtisch lesen und da kann ich einfach nicht so lang sitzen. Also so, ich stelle mir meinen Wecker immer auf eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, damit ich einfach nicht zu lang vor dem Rechner sitze und damit ich aber andererseits auch diese Zeit durchhalte, davor zu sitzen, weil ich sonst vielleicht auch schon nach 10 Minuten einfach keinen Bock mehr hätte, an meinem Schreibtisch zu sitzen. Dadurch zieht sich das so ein bisschen hin und naja, was einfach der Form geschuldet ist, wie ich es lese und nicht dem Inhalt der Bücher. Mit Binti habe ich auch angefangen, als ich eigentlich gerade einen anderen Roman gelesen habe. Den Roman besitze ich noch, und zwar Amerikaner. Auf dieses Buch habe ich mich ja schon sehr lange gefreut. Ich hatte es vor einem Jahr schon gekauft und wollte die Romane von Nadezhda aber in der richtigen Reihenfolge lesen. Deswegen habe ich sehr lange gewartet mit diesem Buch. Und dann habe ich angefangen und ich finde das Buch auch richtig cool. Aber es hat einfach über 400 Seiten und ist eine sehr intensive Geschichte. Und Binti, den ersten und den zweiten Teil kannte ich ja, weswegen es eher so meinem Lesegeschmack oder worauf ich Bock hatte zu dem Zeitpunkt entsprochen hat.
weil ich einfach wusste, so ansatzweise wusste, worauf ich mich einlasse. Und dieses Buch war mir irgendwie, vielleicht wegen der Seitenzahlen oder weil es so gut ist oder weil es so viel Emotionen hat. Nicht, dass Binti das nicht hätte, aber war auf irgendeine Art und Weise auf jeden Fall sehr zu viel für mich. Und deswegen bin ich leider so auf Seite knapp nach 200 Seiten stecken geblieben in diesem Buch. Aber ich plane nach Binti dieses Buch auf jeden Fall zu beendigen, weil es richtig gut ist. Und ich auch gespannt bin, wie es weitergeht. Vielleicht kennen Leute das so von Filmen und Serien. Manchmal ist ein Film richtig gut, aber wenn ich einfach weiß, dass der Film 3 Stunden geht, habe ich mehr Bock, eine Serie zu gucken. Wobei es bei der Serie genauso gut passieren kann, dass ich auf einmal so viele Folgen hintereinander gucke, dass ich auch 3 Stunden geguckt habe. Aber die Einstellung dazu ist irgendwie für mich anders, weil ich ja nach jeder Episode aufhören kann und einen Film eigentlich gerne am Stück durchgucken würde. So ein bisschen ist das hier mit Amerikaner auf der einen Seite und Binti auf der anderen Seite und das hat keinerlei Qualitätsunterschiede eigentlich. So, jetzt vom Prinzip her erstmal. Und dann ist endlich das Buch Buchstabengefühle herausgekommen. Auf das Buch habe ich mich ja schon sehr lange gefreut, weil ich die Autorin einfach schon mal auf einer Lesung erlebt habe und die Werke richtig cool fand. Und hier habe ich auch schon mal ins Vorwort reingelesen und das erste Gedicht gelesen und fand sie richtig gut. Also ich habe die Vermutung, dass ich nicht zu umsonst gefreut habe auf dieses Buch. Das erste Gedicht fand ich ziemlich gut und auch sehr emotional, dass ich tatsächlich nach der zweiten Strophe erstmal eine Pause machen musste, weil ich es emotional krass fand einfach. Genau, dieses Buch wartet auf jeden Fall auch die ganze Zeit sehr doll in meinem Nacken, dass ich es endlich lesen werde und ich werde auf jeden Fall berichten. Und dann habe ich mich getraut oder bin auch einfach auf die Idee gekommen, durch die aufmunternden Worte von Schwarz-Rund ein Rezensionsexemplar anzufragen. Und zwar von dem Buch Queer oder dem Comic, der im Unrast Verlag erschienen ist. Und die haben mir tatsächlich auch sofort ein Exemplar zukommen lassen. Das ist ein Comic, der so queer ein bisschen erklären soll. Dieses Buch habe ich schon eine Zeit lang und habe auch angefangen damit. Bisher gefällt es mir einfach nicht so gut, weswegen es sich so ein bisschen hinzieht. Ich nehme mir trotzdem vor, es durchzulesen und am Anfang habe ich so jeden Tag 1, 2 Seiten gelesen. Inzwischen sind es eher nur jede Woche 1, 2 Seiten, aber ich möchte es noch zu Ende lesen. Irgendwie würde ich tatsächlich gerne eine Rezension dazu machen und es interessiert mich auch, weil ein paar Sachen könnte ich auch daran lernen und ich bin gespannt, was da in diesem Heft noch alles drin vorkommt und was auch nicht drin vorkommt. Aber dieses Buch zieht sich leider so ein bisschen. Tatsächlich als letztes ein Comic. In letzter Zeit, wenn ich in so einem verstreuten Lesemodus war, habe ich einfach einen Comic gelesen, den ich mir aus der Bücherhalle so per Zufall ausgeliehen habe. Eigentlich habe ich dabei auch eine Serie im Kopf, die ich glaube mir weiterhelfen würde. Und zwar Der freie Vogel fliegt. Die nächsten Teile, die ich lesen will, sind allerdings seit 2 Monaten ausgeliehen, weswegen ich damit nicht weitermachen kann. Ich hatte auch noch einen Comic ausgeliehen, und zwar Die zweite Generation, was ich meinem Vater nie gesagt habe. Dieses Comic ist nicht fluffig. Es erzählt ein Mensch, dessen Vater den Holocaust überlebt hat, wie das sich in der Familie ausgewirkt hat. Und genau, es ist auf jeden Fall auch sehr spannend, aber auch nicht für mich in einer Sitzung lesbar. Weswegen es nicht, wie erhofft, mir Motivation gegeben hat, indem ich es schnell durchlesen konnte und was anderes lesen kann danach, sondern eher noch eine weitere Geschichte, die ich auch unbedingt zu Ende lesen will.
aber nicht weiß wann. Wie ihr seht, sind es einige Bücher, wo ich gerade irgendwie im Prozess bin, sie zu lesen. Und tatsächlich eigentlich auch gute Bücher. Deswegen möchte ich mich auch gar nicht beschweren. Es ist bloß unüblich für mich, dass ich so viele Bücher angefangen habe. Normalerweise habe ich 2 verschiedene Bücher, ein Sachbuch, ein Nicht-Sachbuch, und das ist die Struktur, in der ich mich besser zurechtfinde, auf jeden Fall, als damit jetzt so viele Bücher angefangen haben zu lesen. Aber immerhin bin ich dadurch auf die Idee gekommen, mal einen Friday Reads zu machen. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was ihr gerade lest und auch wie ihr lest. Also ob ihr immer 1000 Bücher angefangen habt oder immer nur eins zur Zeit. Und das war's für heute. Bis bald!